Hallo und herzlich willkommen zum Teil 5 deines Wind- und Wellenschals. Ich habe dir hier wieder eine Chart vorbereitet, und zwar wieder wie beim letzten Teil habe ich wieder hier oben die komplette Chart abgebildet und hier unten die beiden Teilchart verkleinert, damit es für dich besser zu sehen ist. Wir beginnen auch bei Teil 5 wieder mit unserem Wellenmuster. Das sind wieder hier die ersten 5 Reihen, hier in der Vergrößerung. Die strickst du wieder genau gleich wie in den Teilen vorher. Nach dem Wellenteil geht es dann weiter mit der Lace Chart. Und ich habe hier schon wieder ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, ich habe hier die Welle schon wieder gestrickt und wir wechseln dann wieder die Farbe. Also das heißt, wir fahren nun mit der Farbe Light Blue weiter, wie wir sie schon hier unten verstrickt haben. Und ich habe hier schon die 2 Reihen glatt rechts gestrickt. Das sind diese, das ist Reihe 1 und 2. Die kann ich mir hier schon abstreichen. Und wir fahren nun weiter mit Reihe 3. Und wie wir diese nun stricken, zeige ich dir jetzt. Und zwar fahren wir nun weiter mit der Reihe 3 und du siehst, hier kommen nun linke Maschen dazu, die wir abwechselnd rechts und links stricken. Hier haben wir 2 Maschen rechts zusammengestrickt und einen Umschlag, und dieser Musterrapport wiederholt sich dann bis zum Ende. Also das heißt, du strickst nun wieder deine 3 Randmaschen. Die 3 Randmaschen. Und dann haben wir hier 4 links, also das heißt, du strickst eine Masche rechts, eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte, linke, rechte, linke. Das sollten nun 4 linke Maschen sein. Das kannst du hier sehen. Das sind so kleine Bögen. Dann stricken wir 2 Maschen rechts zusammen und hier der Umschlag. Dann wiederholt sich das Ganze. Eine Masche rechts, eine links, eine rechts, eine links, rechts, links, rechts, links. Dann hast du hier wieder die 4 Bögen, kannst du hier kontrollieren, 4, und endest mit 2 Maschen rechts, einem Umschlag, und wiederholst dann den Mustersatz im roten Rahmen, bis du am Ende der Reihe bist. Und hier kannst du sehen, ich habe das hier in Pink eingezeichnet. Ich mache es noch ein bisschen näher. Hier fehlt 2 Maschen rechts, ein Umschlag. Das ist kein Fehler in der Chart, sondern ist dem geschuldet, dass wenn wir hier 2 Maschen rechts zusammenstricken, einen Umschlag, kannst du hier sehen, hätten wir hier 2 Umschläge nebeneinander. Und da das nicht schön aussieht im Muster, deshalb lassen wir das hier weg und enden hier diese Reihe mit 2 Maschen rechts, ein Umschlag für die Zunahme und mit 3 Maschen rechts.
Wenn du diese Reihe fertig gestrickt hast, wendest du die Arbeit und dann wird es jetzt ein bisschen tricky, denn wir stricken nun nicht mehr wie vorher alles links, sondern wir stricken nun die Maschen, wie sie erscheinen. Das heißt, ich habe zuerst meine 3 Randmaschen, die ich rechts gestrickt habe, dann stricke ich eine Masche links und dann sehe ich, hier kann ich es ein bisschen näher zeigen, siehst du, hier hast du eine linke Masche, hier eine rechte, linke, rechte und du strickst nun die Rückreihen, die Maschen, wie sie erscheinen, heißt das. Das heißt, wenn ich hier eine linke Masche habe, dann stricke ich die links ab. Sehe ich hier die rechte, stricke ich die wieder rechts ab. Die linke wieder links, die rechte wieder rechts, dann habe ich hier wieder eine linke, hier wieder die rechte, dann hier wieder eine linke, eine rechte, dann sehe ich hier wieder die linke, die Umschläge werden links gestrickt, dann habe ich auch hier wieder eine linke, eine rechte und so fahre ich weiter, bis ich die ganze Reihe gestrickt habe. Und du wirst nachher sehen in den weiteren Reihen, das gibt dann ein sogenanntes Perlmuster, wenn wir hier die Reihen dann eben, wie gesagt, so abstricken, die Maschen, wie sie erscheinen. Wir kommen jetzt zur Reihe 4 der Chart und wie du hier sehen kannst, versetzen sich hier nun die linken Maschen. Also du strickst wieder deine 3 Maschen rechts. Und dann haben wir hier wieder 4-mal die linke, also das heißt, wir haben eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke. Muss ich mal schnell zählen. 1, 2, 3, 4. Dann kommen hier wieder 2 Maschen rechts zusammen. Also du siehst schon hier von der Vorreihe gibt es wieder so eine Schrägung. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag. Dann wiederholt sich hier der Rapport wieder. Also ich habe wieder hier die 4 links. Das heißt, ich habe eine links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und wieder die 2 Maschen rechts zusammen, eine Masche rechts, ein Umschlag. So, das wiederholst du nun wieder bis ans Ende der Reihe, endest wieder mit einem Umschlag und 3 Maschen rechts. Wenn du die Reihe 4 fertig gestrickt hast, dann wendest du die Arbeit und auf der Rückseite werden auch hier, ich erkläre das jetzt noch einmal und das ist dann auch für alle folgenden Reihen, die hier kommen. Also das heißt, ich habe hier meine 3 Maschen rechts, ich habe den Umschlag und dann auch wieder hier die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Also das heißt, ich habe hier eine Masche rechts, dann habe ich hier den Umschlag, wird links gestrickt, dann habe ich hier links, links, hier kannst du wieder sehen, hier ist die rechte Masche, also diese wieder rechts,
Dann habe ich hier wieder einen Bogen links, hier wieder eine rechte, wieder den Bogen links, rechts, links und das wieder weiterfahren, bis du die Reihe natürlich zu Ende gestrickt hast. Kommen nun zur Reihe 5 der Chart. Und wie du sehen kannst, wiederholt sich eigentlich Reihe für Reihe immer. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier diese Schrägung erhalten, indem dass wir immer 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ich zeige dir jetzt nochmal den Anfang der Reihe, aber ich denke, du wirst sicher in der Lage sein, das nun selber stricken zu können. Also ich habe hier nochmal 3 Maschen rechts, dann habe ich hier, starte ich mit einer Masche rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links und du kannst hier schon sehen, wie dadurch hier dieses Perlmuster entsteht. Dann habe ich wieder 2 Maschen rechts, dann hier 2 Maschen rechts zusammen, 2 Maschen rechts, ein Umschlag und starte hier wieder von vorne. So sieht das dann aus. Dann strickst du diese Reihe wieder bis zum Ende und endest mit einem Umschlag 3 Maschen rechts, die Randmaschen. Nun wiederholst du eigentlich diese Musterreihen, wie schon gesagt, bis zur Reihe 11 nach der Chart. Und wenn wir dann bei Reihe 12 sind, sehen wir uns wieder. Du hast jetzt nun bis Reihe 11 gestrickt und dann sollte das bei dir jetzt auch so aussehen. Du siehst hier schön diese Welle, die nach rechts neigt und hier das Perlmuster. Und jetzt geht es weiter mit der Chart und zwar eigentlich wiederholen sich diese Reihen wieder, nur dass nun die Welle nach links geht. Also das heißt, hier das Perlmuster ist eigentlich wieder das gleiche. Hier der Umschlag und 2 rechts zusammen einfach zur anderen Seite. Ich zeige dir jetzt den Anfang und zwar stricken wir wieder die 3 Randmaschen. Dann komme ich hier wieder zum Perlmuster, das heißt, ich habe eine Masche links und stricke dann direkt den Umschlag. Dann habe ich hier 7 Maschen rechts, also ich habe den Umschlag, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann die 2 Maschen rechts zusammen. So, dann geht es wieder weiter, wieder der Stab mit dem Perlmuster, eine Masche links, den Umschlag und wieder die 7 Maschen rechts. Schnell nachzählen, 6, 7, genau. So, nun strickst du diese Reihe wieder bis zum Ende und immer die Umschläge dran denken, die nicht zu vergessen für die Zunahmen, die 3 Maschen rechts und dann wiederholst du diese Reihen und wie gesagt, hier verschiebt sich einfach immer der Umschlag um eine nach links. Die 2 Maschen rechts zusammen werden immer übereinander gestrickt und dann strickst du hier dann bis Reihe 19 und hast hier wieder 2 Maschen, 2 Reihen natürlich glatt rechts darüber
Und wenn du das gestrickt hast, sehen wir uns dann noch für den Schluss. Teil 5 deines Wind- und Wellenschals ist nun fertig gestrickt. Wie du sehen kannst, habe ich hier schon die ganze Chart abgestrichen. Und wenn du das Muster nun fertig gestrickt hast, sollte das bei dir nun auch so aussehen. Also du siehst hier, wir haben hier eine neue Variation von Wellen und hier in den Zwischendreiecken zeigt sich das Perlmuster. Darüber habe ich wieder die 2 Reihen glatt rechts gestrickt und ich hoffe, es hat dir ganz viel Freude gemacht und dann freut es mich, wenn ich dich in Kürze zu Teil 6 begrüßen darf.